Ich denke zu viel nach, ich warte zu viel ab, ich nehme mir zu viel vor und ich mache davon zu wenig. Ich halte mich zu oft zurück, ich zweifle alles an. Ich wäre gerne klug. Allein das ist ziemlich dämlich. DJI ist ja eher bekannt für hochwertige Drohnen in allen Bereichen, im Hobbybereich und im professionellen Bereich. Aber im vergangenen Jahr haben sie das DJI MiG vorgestellt. Und das war für mich ganz klar, das muss ich haben, weil das hat so ein paar, sage ich mal, Besonderheiten, die mir absolut gefallen. Gucken wir uns das Ganze mal an, was in der Verpackung ist. So, erstmal hier Zusatzverpackung und dann kommt hier das Mikrofon an sich oder die Mikrofone raus. Und da fällt euch schon gleich auf am Anfang, wie das Ganze hier präsentiert wird, nämlich in einer Box. Das ist nicht nur eine Transportbox, sondern die lädt auch alle einzelnen Komponenten. Und wenn wir das jetzt aufmachen, tadadadam, seht ihr hier schon gleich, der Sender geht an oder der Empfänger. Ihr habt ein OLED-Display und alles ist hier in diesem Kästchen drin, das gleichzeitig eine Akkuversorgung ist, wie ihr hier vorne an den LEDs seht. Das ist vollgeladen und es lädt, soweit es zu ist, die beiden Sender und den Empfänger. Eine ganz tolle Sache. Bisher bin ich immer noch mit dem Rode Wireless Go unterwegs und da habt ihr eben auch hier einmal den Sender und den Empfänger und zum Laden, und das hat mich echt immer genervt, muss man dann alle drei Geräte USB-C hier einmal verkabeln an ein Ladegerät ran, dann das zweite verkabeln und auch an ein Ladegerät und das dritte hängt hier, das ist nämlich jetzt der Ton. Ja, nicht schlimm, aber eben nicht wirklich komfortabel. Nach jedem Dreheinsatz dann Ladegeräte rausholen, Kabel ranstecken etc. Hier aufmachen. Ja, da sind die Ladeanschlüsse drin. Einfach Mikrofon 1 rein, Mikrofon 2 rein, Sender rein. Das war's. Das finde ich schon mega, mega spannend. Okay, schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Also, ihr habt hier den Sender mit einem OLED-Display. Und ihr seht jetzt schon hier die Aussteuerung. Beide Mikrofons sind automatisch. Beide Mikrofons. Okay, gutes Deutsch. Beide Mikrofone sind hier dann schon aktiviert, geben euch jeweils für das eigene separat den Peak-Level an. Und das Gute ist, ihr könnt das, wenn ihr das auf eine Kamera raufsteckt, in beide Richtungen haben. Also ihr habt es einmal entweder zu euch, wenn ihr eine Selfie-Aufnahme habt, oder ihr dreht es um, wenn ihr hinter der Kamera steckt. Das ist hier beim Rode Wireless Go 2 auch nicht optimal gelöst, denn wenn ihr das Rode oben auf den Blitzschuh rauf macht, habt ihr hier vorne oder hier hinten nicht die Aussteuerungsanzeige, sondern da. Ja, ist eine Kleinigkeit. Aber ich muss wirklich sagen, das Ding hier hat mich unheimlich fasziniert, weil es so durchdacht ist und perfekt einsetzbar. Gucken wir nochmal, was hier in der Verpackung noch drin ist. So. Also einmal natürlich eine Tasche für das Case, ein bisschen Bedienungsanleitung. Und dann habt ihr einmal USB-C auf USB-A zum Laden. Ich mache das immer USB-C auf USB-C. Dann habt ihr zwei Windpuschelchen, ähnlich wie beim Wireless Go 2. Die werden aufgesteckt. Dann wird einmal, muss man den richtigen Winkel finden. So, gedreht und schon ist das Ganze einsatzbereit. Und dann gibt es noch ein TRS auf TRS-Kabel, zum Beispiel zum Anschluss an die Kamera, die genauso einen 3,5 mm Klinkenstecker habt, für den Sender.
Schauen wir uns den Sender einmal genauer an. Hier gibt es eine Ein- und Aus-Taste, dann gibt es hier nochmal einen extra Bereich oder eine extra Buchse USB-C und hier hinten, das ist der Ladeport, wo sich der Sender dann im Prinzip hier durch die Box mit den 4 Ladenippeln den Strom holt. Ganz klasse, ihr habt keine App oder ihr braucht dafür keine App, weil das ist ein Touchscreen-Display. Einmal hoch, einmal runter. Also durch runter könnt ihr hier sagen Mono oder für beide Empfänger links, rechts Stereo. Dann könnt ihr die Empfängerverstärkung einregeln. Und ihr habt bei der Eingangsempfindlichkeit und bei der Ausgangsempfindlichkeit einen Regelbereich zwischen minus 12 Dezibel und plus 12 Dezibel. Dann gibt es die Lautstärke für den Kopfhörer. Dann habt ihr die Sendereinstellungen, einen Hochpassfilter, Senderverstärkung, Record-Stoppsperre, automatische Aufnahme, eine Vibrationsanzeige, ganz klasse. Wenn ihr das Mikrofon ausschaltet, habt ihr eine Vibration im Prinzip. Das heißt, ihr müsst nicht drauf gucken, ob die LED jetzt auf Record gestellt ist oder nicht. LED-Helligkeit. Ja, und dann gibt es noch den Bereich Einstellungen, Helligkeit, Gerät koppeln, Sprache, Datum, Uhrzeit und auf die Werkseinstellungen setzen. Das Gute ist, ihr müsst aber am Anfang überhaupt gar nichts koppeln. Das heißt, wenn die Geräte hier drin sind, automatisch gekoppelt, rausnehmen und starten mit der Aufnahme. Eine nächste Möglichkeit, die ich ganz cool finde und auch wirklich super durchdacht, ihr könnt jetzt hier diesen Clip abmachen. Das heißt, der geht relativ einfach ab für einen Blitzschuh und macht dann hier einen USB-C-Clip zum Beispiel rauf. Das heißt, so könnt ihr das dann direkt an das Handy machen. Oder ihr habt ein Apple-Gerät, dann geht das Ganze auch hier einfach rein mit dem Lightning-Anschluss. Und das zeige ich euch einmal. Das heißt, hier ans Handy kommt der Sender ran und schon seid ihr Aufnahmebereich und habt den Pegel eben auch jederzeit vor euch, während ihr dreht. Eine klasse Sache. Also super, super, super simpel einsetzbar. Etwas, was mich sowohl beim DJI Mic etwas stört, als auch hier beim Rode Wireless Go ist, dass man es nicht, weil das wirklich sehr smart ist, aber das hätte man noch machen können, dass das hier an dem Clip nicht drehbar ist. Weil ihr seht es hier an dem Mikrofon oder wenn ich jetzt zum Beispiel das hier anstecke, dann geht das Mikrofon in die Richtung. Ja, ich weiß, es ist ein omnidirektionales Mikrofon, also kein Richtmikrofon. Das nimmt den Klang aus allen Bereichen und aus allen Winkeln auf, aber dennoch wäre es besser, wenn ich so spreche, dass das Mikrofon dann so wäre. Aber geht nicht. Auch beim DJI Mic hier ranmachen, geht es in die Richtung. Ist nicht schlimm, aber hätte man drehbar machen können. Dafür gibt es aber etwas. Dann mache ich das jetzt mal auf, das Jäckchen, was auch wieder total simpel ist, aber genial. Ihr habt ein T-Shirt an, wo soll jetzt das Mikrofon ran? Also beim Wireless Go würde ich das hier oben ran machen und dann hält es auch nicht richtig durch das Gewicht, also es hält schon, aber es hängt hier runter, es ist sehr nah am Kehlkopf. DJI hat sich gedacht, wir nutzen Magnetismus. Ein Clip hier rein, ungefähr in der Höhe, wie ihr wollt. Fertig. Und schon hängt das Ding dran und ist aufnahmebereit. Tolle Idee, absolut simpel, aber sehr, sehr sinnvoll. Gut, also ich habe mit dem DJI Mic jetzt schon eine ganze Zeit lang gearbeitet und vor allen Dingen dieses Display gefällt mir. Das ist so brillant, so hell, das OLED-Display. Man kann also jederzeit sehen, wie ist der Mikrofonpegel momentan. Und das wird auch das Mikrofon sein, das System, was ich künftig einsetzen werde. Natürlich habe ich auch probiert, ein bisschen, wie ist die Reichweite, wie ist der Empfang, denn wir sind ja hier nicht im Bereich, wie beispielsweise hier bei den professionellen Funkstrecken von Sennheiser oder auch von Sony,
die sind alle in einem Bereich, wo ihr funkmäßig überhaupt keine Sorgen haben müsst. Natürlich auch deutlich professioneller. Die sind abgedichtet. Ihr habt hier vorne am 3,5 mm Klinkenstecker eine Verschraubung, dass das Mikrofon verschraubt wird und nicht rausrutschen kann. Aber gut, dafür kosten die Dinger ja auch deutlich mehr. Aber die Tonqualität ist exzellent. Erste Sahne, da kann man überhaupt gar nichts sagen. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Wer ich bin die Meisterin der Streiche, wenn es um Selbstbetrug geht. Ein Kleinkind vom Feinsten, wenn ich vor Aufgaben stehe. Bin ein entschleunigtes Teilchen, kann auf keinsten was reißen. Lass mich begeistern für Leichtsinn, wenn ein anderer ihn lebt. Ich denke zu viel nach, ich warte zu viel ab, ich nehme mir zu viel vor. Und ich mache davon zu wenig. Ich halte mich zu oft zurück. Ich zweifle alles an. Ich wäre gerne klug. Allein das ist ziemlich dämlich. Ja, 200 Meter und 250 Meter sind die Angaben der Hersteller. Und hier muss man ganz klar sagen, das sind Laborangaben. Das funktioniert, wenn ich jetzt so mit dem Mikrofon zurückgehe, dann erreiche ich vielleicht die 200 oder 250 Meter. Wenn ich abgekehrt bin von euch und so laufe, haben wir vielleicht 50 Meter. Jetzt hier gepiept. Man weiß mal gar nicht, was piept. Piept hier. Wunderbar. Sind wir gleich wieder an unserem Ausgangspunkt. Herrlich. Ich fahre natürlich hier schön entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Nur eine Frage der Zeit, bis ich hier... So. Jetzt müsste ich schon lange wieder auf Empfang sein. Ich komme näher. Das müsst ihr natürlich auch wissen, wenn ihr auf einer Produktion seid und ihr verlasst euch auf 200 oder 250 Meter und dann unterbricht der Ton. Okay, beide haben den großen Vorteil, dass sie eine Sicherungskopie im Prinzip in dem Speicher intern machen. Aber dennoch, wenn ihr es direkt auf eurer Kamera habt, ihr wendet euch ab quasi von der Kamera, ja, dann ist es echt ein Problem. Insofern testet das vorher auf. Bei beiden muss ich sagen, die Reichweite unterscheidet sich minimal. Vielleicht das DJI Mic ein bisschen mehr, aber auch das ist ein theoretischer Wert. Bis zu 14 Stunden Aufnahmekapazität, das heißt, wie auch das Rode Wireless Go, hat das DJI Mic einen Speicher intern und nimmt selber auf den Speicher auf, was mir beim Rode schon das eine oder andere Mal echt geholfen hat. Da war irgendwie die Kabelverbindung zur Kamera nicht okay und der Ton war weg oder nicht zu gebrauchen. Hier einmal rangehen per USB-C mit dem Rode oder mit dem DJI Mic und ihr habt das Material einfach nochmal sicher hier drauf. Zweites Feature, das mir absolut gut gefällt, es gibt hier eine Backup-Aufnahme, also eine Sicherheitsaufnahme, die generell mit -6 Dezibel aufnimmt. Weil meistens hat man ja das Problem, dass irgendwas übersteuert ist, man nicht richtig gepegelt hat. Hier pegeln wir ja automatisch, nicht mit dem Mischer. Und dann ist der Ton übersteuert und da könnt ihr nichts machen. Softwaremäßig übersteuert ist einfach übersteuert. Und hier wird parallel nochmal mit -6 Dezibel aufgenommen. Also auch hier ein gutes Sicherheitsfeature. Bei der Akkulaufzeit ist das Rode Wireless Go etwas besser. Der Sender beim DJI Mic hat 5,5 Stunden Akkulaufzeit und die Mikrofone haben 5 Stunden. Okay, aber damit kommt man dicker aus. Und wenn man es hier reinmacht, das lädt auch sehr schnell, hat man 15 Stunden Betriebsbereitschaft. Ja, übertragen wird bei beiden im 2,4 GHz Bereich. Wie gesagt, nicht so sicher wie bei den professionellen Funkstrecken, aber in der ganzen Zeit hatte ich mit dem Rode Wireless Go noch nie ein Problem und das wird beim DJI Mic genauso sein. Ein weiterer Vorteil, den ich wirklich gut finde, ihr habt hier beim DJI Mic noch eine Kopfhörerbox. Das heißt, ihr könnt euren Ton überwachen und prüfen mit einem Kopfhörer. Das fehlt beim Rode Wireless Go 2. Was ist mein Fazit? Eigentlich ganz klar. Beide, sowohl das Rode Wireless Go 2 als auch das DJI Mic, sind hervorragende Funkstrecken. Ihr habt eine tolle Tonqualität, ihr habt eine super Reichweite und die Bedienung ist auch bei beiden ganz gut. Der eine hat hier Vorteile, das andere hat da Vorteile.
Beim Wireless Go zum Beispiel habt ihr eine App und eine Geschichte, die ich ganz spannend finde, wenn ihr ein längeres Interview habt und ihr habt, sage ich mal, jetzt irgendwo Stellen, die ganz wichtig sind, könnt ihr hier an dem Rode Wireless Go Marker setzen, die dann später in der App zu sehen sind, wo sind wichtige Punkte. Das gibt es beim DJI Mic 2 nicht. Klarer Punktgewinn, und zwar wirklich für mich dann auch entscheidend, ist diese Modularität, diese Box, das Ding mit dem Magneten, dass ihr das einfach irgendwo hier anklippen könnt und zack, ist das ganz schnell gemacht. Das sind für mich einfach so, ja, Komfortvorteile, wo ich einfach sage, wenn ich dann irgendwo in der Produktion bin und dann muss ich das noch machen und das noch machen und danach müssen dann noch die Kabel ran. Das ist einfach wirklich richtig smart.